In diesem Video gebe ich dir die Tipps, wie du deine Ängste überwindest, wie du die Kontrolle loslässt und malst intuitiv aus deinem Herzen heraus in Leichtigkeit. Es geht los, viel Spaß dabei! Ich möchte testen, ob der Effekt, den ich auf einer Tapete erzeugen kann, auch auf einer Leinwand funktioniert. Am Ende des Videos teile ich mit dir meine Erkenntnisse und die Unterschiede zwischen Leinwand und Fließtapete. Ich habe den Kaffee jetzt aufgetragen und die Oberfläche versiegelt, damit ich weiterarbeiten kann, und weiter geht es mit einer Zeitungscollage. Schau, ich habe eine intuitive Linie gezeichnet, das habe ich mit Aquarellkreide gemacht. Das kommt aus dem Gefühl heraus, was in dir gerade stark präsent ist. Schließe dafür kurz die Augen und mach diesen Auswurf, dass du ohne Kontrolle so eine Linie auf deine Leinwand oder auf deine Tapete hinausbringst, und das gibt dir dann die Orientierung, wie du weiter arbeitest. Das ist also meine Empfehlung an dich: Wenn du malst, male diese Linie intuitiv, sogar schließe die Augen dabei. Das ist noch besser, weil dann kontrollierst du wirklich nicht das, was du machst. Und darum geht es, dass du die Kontrolle loslässt und an deine Intuition vertraust. Und das hier ist mein Zwischenergebnis.
Die Zauberei beginnt. Jetzt versuche ich, die Lebewesen zu finden, die sich in meinem Bild verstecken. Ich habe eine Schaumstoffrolle und weiße Farbe und mache jetzt meinen Hintergrund etwas heller. Und dann habe ich mir das Bild angeguckt und dachte, irgendwie fehlt mir noch richtig Farbe drin. Und ja, jetzt siehst du, es wird bunt. Wenn du auch so wie ich malst und überlegst, eine zusätzliche Farbe in dein Bild
zu bringen, fürchtest aber, dass das vielleicht dein Bild schlechter macht und du die Farbe dann nicht mehr entfernen kannst, dann habe ich einen Tipp für dich. Vorbereite dein Bild so vor, dass das alles trocken ist und dass du auch eventuell schon eine Versiegelung drüber machst und dann eine zusätzliche Farbe reinbringst. Wenn dir diese Farbe nicht gefällt, kannst du sie mit einem Schwämmchen wieder entfernen und damit bleibt ein Bild so, wie es war und es wird nichts kaputt gehen. Ich bin fertig. Du siehst hinter mir zwei Bilder. Dieses Bild ist auf einer Fließtapete. Das habe ich letzte Woche gemacht und dieses Bild habe ich jetzt gemacht. Das ist auf einer Leinwand. Ich habe versprochen, die Unterschiede zu erläutern und mit dir zu teilen, was ist mein Favorit. Es gibt Vorteile und Nachteile. Der Vorteil von Leinwand ist, du kannst das direkt aufhängen. Du brauchst das nicht einzurahmen. Bei Fließtapete muss man sich erst überlegen, wie man das Bild präsentiert, wie kann man das auf einer Wand aufhängen. Dafür werde ich dir ein extra Video aufnehmen. Ich habe ein paar Möglichkeiten gesammelt und ich denke, nächste Woche wird das Video fertig sein. So viel dazu. Bei einer Leinwand hat mir nicht gefallen, dass sie bereits vorgrundiert ist. Dadurch ging mir etwas verloren, und zwar diese Effekte, die ich hier im Hintergrund erzeugen kann auf einer Tapete, da die Tapete unbehandelt ist. Und ich habe in der Hand, inwiefern ich meine Untergrundfläche behandle. Das mache ich ja mit dem Gesso am Anfang. Hier und da habe ich mein Gesso aufgetragen. Das tue ich aber nicht ganz flächig, sondern ich spare immer wieder die Stellen aus. Und dadurch, dass ich diese offenen Stellen lasse, die unbehandelt bleiben, werden diese Effekte erzeugt, die du hier siehst. Hier auf einer Leinwand ist es nicht möglich. Ich habe das versucht, aber die ist ja vorgrundiert. Und auch wenn ich da die zweite Schicht Gesso auftrage, tut sich da nichts mehr. Da kriege ich keine Farbunterschiede mehr, wenn ich die Farbe oder Kaffee oder was auch immer auftrage. Ist das nicht mehr sichtbar, da das schon vorgrundiert ist. Also das ist etwas, was ich vermisst habe bei der Leinwand. Mein Favorit ist also weiterhin die Fließtapete. Das empfehle ich dir. Ich liebe diese raue Oberfläche. Das verzieht sich ein bisschen, das wird so ja, ungleichmäßig. Hier ist alles aufgespannt und so glatt und ja, perfekt irgendwo. Und das hier ist das Unperfekte, das ich eigentlich liebe. Ja, von daher weiterhin, ich empfehle dir, mit einer Fließtapete zu arbeiten. Und ja, das ist auch ein preiswertes Material. Das kannst du lagern, viel besser als die Leinwände. Du kannst das stapeln, du kannst das rollen. Das ist auch einfacher für Transportieren. Also es gibt viel mehr Vorteile von einer Fließtapete als bei einer Leinwand. Ja, so viel dazu. Ich hoffe sehr, dir hat mein Video gefallen und würde mich natürlich total freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch noch kommentierst, was du wünschst, wie du dich dabei fühlst, wenn du deine Bilder malst. Was gibt es für Schwierigkeiten, welche Herausforderungen du hast? Teile sie mit mir und vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung, damit du glücklich und zufrieden bist in dem, was du tust. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.